Wir haben uns in letzter Zeit sehr viel darüber unterhalten, was Firmen besser machen könnten, worauf sie achten sollten und was eigentlich gemacht werden müsste. Aber ich will heute mal einen anderen Weg mit euch gehen. Ich will bei einem Anbieter vorbeischauen, den ihr alle kennt, nämlich Netflix, und dort mal gucken, wie machen die denn Dinge? Wie machen die zum Beispiel sowas wie Ausfallsicherheit oder sowas wie Redundanzen und Load Balancing? Wie funktioniert eigentlich Netflix-Architektur, Netflix-Software-Architektur, sodass sie an Millionen Menschen jeden Tag einfach so haufenweise sehr, sehr hoch aufgelöste Serien ausliefern können und damit auch sehr, sehr hohe Datenraten haben? Lasst uns da also mal reinschauen. Wir gehen heute mal ein bisschen rein. Und das ganze Video basiert eigentlich auf einem Tipp, den ihr mir gegeben habt. Ihr habt nämlich mir ein Bild geschickt, das mich ein bisschen abgefuckt hat. Und zwar das hier. Das ist die Netflix-Architektur, wenn man alle Microservices direkt nebeneinander stellt. Das sieht ein bisschen aus wie ein Kreis oder wie ein Gehirn, je nachdem, wie viel Fantasie man hat damit wenig zu tun. Das ist einfach, wie alle ihre Microservices miteinander kommunizieren. So. Also jedes einzelne davon, das hat der technische Lead sozusagen bei denen vorgestellt, den ihr gerade gesehen habt in einem Talk. Jedes einzelne von diesen Dingern, die müsst ihr nicht lesen können, das ist jeweils eine unabhängige Mini-Software, die bei Netflix dafür sorgt, dass alles zusammenläuft. Und die haben natürlich Kommunikation untereinander, sehr viel sogar, wie ihr sehen könnt. Jeder einzelne Strich hier heißt, dieser Microservice hier kommuniziert mit dem hier. Und dadurch wird all das sehr, sehr groß irgendwann. Und deswegen muss man sowas eigentlich auch immer schön visualisieren und sich veranschaulichen, was hängt alles wie zusammen, aber ihr seht, im Fall von Netflix ist das einfach zu viel geworden. Vielleicht ganz kurz, ein Microservice ist ein kleines, unabhängiges Teil, das meistens im Backend läuft, oder eigentlich immer im Backend läuft, das für sich aus eine Aufgabe übernimmt. Ihr könnt zum Beispiel bei der Bootstrap Academy, also meiner Lernplattform, die ihr vielleicht in der Beschreibung findet, könnt ihr einen Microservice zum Login finden. Das heißt, damit loggt ihr euch bei uns ein. Wir überprüfen, ob eure Accountdaten da sind und geben euch dann alles, was ihr zum Benutzen braucht, zurück, nämlich ein Token, das ihr euch eingeloggt habt. So, und dann ist der aber fertig erstmal. Der ist nur für den Login da. Alles andere, also zum Beispiel, dass ihr einen Kurs gucken könnt, das wiederum findet woanders statt. Und ähnlich macht Netflix das hier, nur dass es halt sehr, sehr viel mehr ist. So, und jetzt würde man denken, warum erstmal? Also sie hatten 2008 im August hatten sie einen Ausfall und da sind sie einfach komplett down gewesen. Netflix war ja vorher ein Verleihservice für DVDs und Blu-rays. Und Blu-rays gab es damals noch nicht, nur DVDs und VHS wahrscheinlich noch. Und dann hatten sie einen Ausfall, sodass niemand mehr irgendwas buchen konnte. Und dann haben sie eben gesagt, okay, wir müssen mehr für die Ausfallsicherheit tun. Wir müssen mehr verfügbar sein. So, und dazu wollten sie einfach ein bisschen besser skalieren, besser alles machen. Und dazu sind Microservices zumindest eine Möglichkeit. Es gibt hier eine Debatte, ob Microservices was Gutes oder was Schlechtes sind. Können wir gerne mal anders noch klären. Aber Netflix hat sich hier für eine Microservice-Architektur entschieden. Und ja, die ist erstmal für die internen Services entwickelt worden und dann immer mehr auch für die externen und auch die, die wir heutzutage kennen und eben auch dieses ganze Streaming-Angebot. Und all das ist natürlich dynamisch gewachsen und sieht jetzt so aus. Was ein bisschen krass ist, wenn man sich das mal so überlegt. Aber natürlich, das sind jetzt auch schon ein paar Jährchen, wo das Ding wachsen durfte. Aber lasst uns doch mal einen Blick drauf werfen. Eigentlich, warum braucht Netflix so eine krasse Infrastruktur? Warum ist da so viel hinten dran? Was ist das alles? Nun, es stellt sich raus, eigentlich ist die Idee hinter Netflix erstmal relativ simpel. Ihr habt nicht so viele Möglichkeiten, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, was man alles bei Netflix machen kann. Netflix Games lassen wir mal raus, das zählen wir mal nicht dazu. Aber sowas wie Registrieren und Login, das sind Sachen, die, naja, machen wir ja auch. Macht eigentlich so ziemlich jede Plattform, das ist kein großes Ding. Dann hat man die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, ein Abo zu beenden. Dann habt ihr die Möglichkeit, aus vorgeschlagenen bzw. aus nicht so vorgeschlagenen Serien oder Filmen zu wählen, was ihr gucken wollt. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu gucken. So, das hört sich erstmal alles relativ simpel an. In der Praxis steckt da natürlich immer mehr dahinter. Das sind die Features und da muss man sich natürlich dann sehr, sehr tief reinfuchsen. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgezeichnet, was wir alles haben. Aber selbst das ist natürlich nicht vollständig. Ihr braucht zum Registrieren einen Mail-Anbieter oder
im Fall von Netflix macht ihr alles selber. Das heißt, ihr braucht einen Mail-Service und da hängen meistens auch schon mehrere Microservices dran, die sich um einfach nur den Mail-Versand kümmern, denn ihr müsst euch ja registrieren. Plus ihr braucht natürlich was für einen Account. Da müsst ihr dann euch um die Datenbank kümmern, wo die ganzen User-Daten drin sind und so weiter. Dann habt ihr, wenn ihr Login macht, natürlich auch das Problem, dass Leute ihren Account sharen. Das war ja bei Netflix sehr, sehr lange ein großes Thema, wo sie sich jetzt so eine andere Lösung überlegt haben, über die wir schon mal geredet haben, von der wir alle nicht so Fan sind, aber egal. Das muss natürlich auch alles entwickelt werden. Sprich, ihr müsst diese Anti-Sharing-Module müsst ihr auch entwickeln. Dann habt ihr natürlich auch Account-Verwaltung. Ihr könnt Profile anlegen, die nochmal was anderes sind als Accounts, denn mehrere Leute können über einen Account gucken. Und Abo beenden, gut, klar. Abos an sich aber abzuschließen bedeutet auch, ihr müsst einen Zahlungsdienstleister implementieren bei euch. Ihr müsst das Abo natürlich verwalten, da gibt es mehrere Stufen für. Ihr müsst euch um Security kümmern und ihr müsst eventuell auch andere Dienstleister, wie zum Beispiel PayPal und so weiter, einbinden, wenn ihr damit Bezahlung annehmen wollt. All das ist jeweils ein eigener Microservice. Dann, ihr könnt nicht nur aus, dem wählen, was auf der Startseite ist. Erstmal das auf der Startseite, das sind Empfehlungen oder das, was ihr zuletzt geguckt habt, was auch alles geloggt werden muss. Ihr könnt aber zusätzlich noch suchen, ihr könnt in Kategorien unterteilen, ihr bekommt andere Vorschläge, als ich das bekomme und ihr könnt unterscheiden zwischen Filmen und Serien, logischerweise. Ihr habt eine Merkliste, ihr könnt Sachen herunterladen, ihr habt relativ viele Frontends und bei den Serien müsst ihr natürlich auch noch eine Verwaltung haben von Episoden, nach Schauspielern suchen, nach Ratings suchen, nach Weiterschauen und euch die Folgen und die Zeit merken. Und der Stream muss ja auch irgendwie implementiert sein, sprich ihr müsst Play, Pause, vor- und zurück machen. So, das sind erstmal die funktionalen Features, die Netflix hat. Also grob umrissen, da fehlen noch ein paar, aber das ist erstmal so grob das. Da hängen schon einige Microservices dran, aber ich möchte hier an der Stelle zu bedenken geben, dass das nur das ist, was wir sehen. Bei Netflix hängt noch sehr, sehr viel mehr hinten dran, nämlich die ganze Verwaltung, die ganze Infrastruktur auf der Seite, dass jemand auch eine Serie hochladen kann und alles. Und natürlich die nicht funktionalen Features. Und wegen diesen nicht funktionalen Features hat ja Netflix überhaupt erst angefangen mit einer Microservice-Architektur. Und genau diese nicht funktionalen Features, nämlich dass wir relativ häufig oder permanent verfügbar sein wollen, und Netflix verfügbar haben wollen, dass das Ganze skaliert ohne Ende. Das heißt, jeder User kann jederzeit streamen. Es gibt kein Limit an Usern in dem Sinne. Und dass kein User warten muss, bis ein anderer User seinen Film fertig geguckt hat. Auch das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Bei Netflix sind die nicht funktionalen Features tatsächlich die schwerer umzusetzenden Features als die funktionalen. Und das hat man automatisch, wenn man eine relativ große Userbasis hat irgendwann. Dieses Skalieren, das sehen wir auch immer wieder bei neuen Spielen. Wenn es Online-Spiele sind, die eine hohe Erwartung haben, viele Leute wollen es gleichzeitig spielen, dann kriegen die User meistens die Server in die Knie gezwungen. Das haben viele Online-Spiele erst nach vielen, vielen Jahren einigermaßen hinbekommen. Netflix ist halt ein bisschen langsamer gewachsen und hatte dadurch mehr Zeit, sich da in diese Richtung zu entwickeln, weswegen die nie so extreme bekannte Vorfälle hatten, von denen man sagen würde, hey, ich muss jetzt warten, bis irgendjemand fertig geguckt hat, damit ich auch gucken konnte. So, das gab es nicht so unbedingt. Wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer in die Architektur an sich rein, aber nur, dass ihr mal die Features, die wir beachten müssen, einfach mal im Kopf habt. Das umzusetzen ist gar nicht so einfach. Davor will ich euch allerdings noch ganz kurz einladen, meinen Vortrag bei der Job.io von Get in IT mitzubekommen. Ich werde wieder den Eröffnungsvortrag halten und zwar um 14 Uhr am 22. August 2024, also kommt super gerne vorbei. Die Job.io von Get in IT ist ein virtuelles Job-Event. Das heißt, ihr habt dort mehrere Livestreams hintereinander, die ihr automatisch einfach alle mitbekommt, mit dem Special dieses Mal zu Softwareentwicklung. Und vielleicht hat das ein kleines bisschen beeinflusst, was für ein Thema ich heute gewählt habe. Mal wieder ein bisschen was anderes. Dachte ich mir, passt ganz gut. Und ja, Live-Session mit diesem YouTuber, das bin ich. Ich mache gleich die Eröffnungssession, aber ihr bekommt natürlich noch sehr, sehr viel mehr dort. Nämlich, wie gesagt, Jobs natürlich, aber auch Vorträge von diesen Firmen, von 16 Unternehmen, die alle sehr, sehr viele Jobs anzubieten haben, aber auch Deep Dives anzubieten haben und eben Stories, wie zum Beispiel, wie funktioniert das eigentlich intern? Und ich finde das immer wieder einen spannenden Use Case, denn sowas kann man nur von jemandem erfahren, der wirklich intern dabei ist. In dem Fall hat Netflix das öffentlich gemacht. Bei der Job.io bekommt ihr das aber auch einfach so.
Und wie gesagt, ich mache den ersten Vortrag. Es gibt aber natürlich noch sehr viele mehr dahinter. Das ganze Event geht 4 Stunden und ihr könnt zusätzlich noch euren Lebenslauf checken lassen. Einfach so, komplett gratis. Plus, ihr könnt einige sehr, sehr wertvolle Tipps für Bewerbungen abstauben. Also schaut auf jeden Fall vorbei und wir hören uns auf jeden Fall spätestens am 22. August um 14 Uhr dort. Ich freue mich auf euch und bin gespannt, was ihr sagt. Aber lasst uns direkt weitermachen und zwar mit der internen Netflix-Architektur. Das Ganze ist vereinfacht. Logischerweise, die Microservices sind hier zum Beispiel ausschließlich als Microservices gelistet und ich habe das Ganze bei Stackly mal gefunden. Das ist so ein richtig cooler französischer Blog gewesen, wo alles so ein bisschen aufgedröselt wurde. Aber ich will da mal mit euch separat durchgehen, weil manche Sachen sind ein bisschen veraltet gewesen und vieles davon wird euch wahrscheinlich auch nichts sagen. Könnte aber eventuell interessant sein, um einfach mal zu sehen, was musste Netflix einfach zu dem Zeitpunkt komplett selbst entwickeln und hat es teilweise auch Open Source gestellt und stellt jetzt aber zum Beispiel Hystrix. Stellen sie jetzt immer mehr um auf was anderes von einem anderen Anbieter, haben aber genau diese Patterns quasi mitentwickelt nach ihren Anforderungen und mittlerweile haben einfach sehr viel mehr noch genau diese Anforderungen. Deswegen, ich finde das ganze Praxisbeispiel super, super spannend und ja, lasst uns da einfach mal reingehen. Okay. Zunächst einmal das ganz links, das sind die Client-Frontends, habe ich sie einfach mal genannt. Im Endeffekt, ihr könnt ja Netflix nicht nur auf eurem PC gucken. Ihr habt eine Webseite, klar, darüber könnt ihr gucken. Aber ihr könnt auch auf einem Fernseher gucken. Das wäre schlecht, wenn das nicht gehen würde. Ihr könnt auf einem Smartphone gucken und ihr könnt auf Spielekonsolen gucken. Insgesamt sind das sehr, sehr viele Geräte, die hier unterstützt werden, was wir gleich noch sehen werden. Und die alle müssen natürlich auch entwickelt werden. Das heißt, hier sind die Frontends einfach mal nur so als kleine Mini-Happen reingetan. Aber ich glaube, ihr wisst, wie viel Arbeit die Arbeit an Frontends sein kann und wie viel Frontend da eigentlich dabei ist, wenn wir gleich mehrere Geräte unterstützen. Selbstverständlich, Tablets gehen ja auch noch. Genau. Dann haben wir einmal Open Connect. Achtung, nicht zu verwechseln mit Open Connect, dem VPN. Es gibt 2 Open Connects. Hier meint Open Connect die Netflix-eigene Entwicklung eines CDN, eines Content Delivery Networks. Das heißt, Netflix hat im Endeffekt überall auf der ganzen Welt Server stehen. Und darüber wird der Content ausgerollt. Das heißt, auf diesen ganzen Servern liegen die liegen quasi alle bei Amazon. Und auf Netflix-Servern liegt dann jeweils eine Datei oder mehrere Dateien von dem einen Film und dann eben in niedriger Qualität, in hoher Qualität und so weiter und so fort. So, das heißt, die haben im Endeffekt überall auf der ganzen Welt so kleine Verteilerpunkte liegen. Das ist das Content Delivery Network und Open Connect ist eine Version davon, die man einfach so benutzen kann tatsächlich, aber die eben Netflix an sich entwickelt hat. Das heißt, darüber kommen die ganzen Filme zu euch, wenn ihr sie anfragt, damit es eben niedrige Latenzen hat und damit, wenn ich zum Beispiel einen Film gucken möchte, der nicht aus den USA gestreamt werden muss, was A, datenschutzrechtlich natürlich schwierig ist immer und B, aber auch die Übertragungszeit von den USA zu mir jedes einzelne Mal ist unfassbar ineffizient, deswegen sollte alles möglichst nah bei euch dran liegen. Das ist die Idee von CDNs. Gut, das nächste, dieser riesige Block da hinten dran, das ist alles im Endeffekt deren Infrastruktur für neuen Content, für die Datenbank, für Integration, für Empfehlung, für alles drum und dran. Und da will ich mal mit euch reingucken, weil das ist der eigentlich spannende Teil. Zu dem CDN könnte man noch ein eigenes Video, eigentlich kann man zu allem davon mehrere eigene Videos machen, aber ich dachte mir, so ein Rundumblick wäre auch mal sehr, sehr interessant. Hier soll es ja auch ein bisschen um die Softwarearchitektur gehen. Was heißt ein bisschen? Hier soll es um die Softwarearchitektur gehen. Genau. Dementsprechend das hier ist ein sehr, sehr spannender Part. Also im Endeffekt habe ich ja schon mal angedeutet, Netflix hat nicht nur die Möglichkeit, dass ihr Sachen dort guckt, sondern Filmstudios können natürlich auch einfach Sachen bei Netflix hochladen. Und Netflix will sich nicht von Hand aus drum kümmern, was dort hochgeladen wird und das dann in passende Formate und Codecs umwandeln. Das Problem ist allerdings, sie müssen das tun, denn mein Rechner hier, wenn ich über den Webbrowser was gucke, braucht einen anderen Codec oder eine andere Auflösung oder ein anderes Format, als wenn ich das zum Beispiel über mein Smartphone mache. Mein Smartphone, wenn es im mobilen Netz ist zum Beispiel oder irgendwo, wo ich schlechten Empfang habe, dann gucke ich meistens, also ich möchte nicht, aber manchmal stellt es mir auf 240 Pixel um, also 240p. Und das ist eine sehr, sehr viel niedrigere Auflösung als 1080p oder gar 4K. Ja? Dementsprechend
Netflix konvertiert es nicht erst bei sich auf dem Server um und schickt euch dann die kleinere Variante, das würde viel zu viel Rechenleistung brauchen, sondern sie speichern einfach mehrere Varianten desselben Films oder derselben Serie ab. Und diese selbe Serie oder derselbe Film in einer niedrigeren Auflösung bedeutet dann, ihr könnt dann einfach live umswitchen und das wird im Endeffekt von den Microservices entschieden. Aber um diese ganzen Versionen zu haben, müssen die natürlich erst einmal erstellt werden. Das heißt, man lädt die höchste Version, die High-Quality-Version, die allerhöchste, die man hat, lädt man hoch als zum Beispiel Studio auf Netflix mit einem internen Dashboard, das wir als User gar nicht kennen. Und dann wird im Hintergrund ein Amazon S3 Worker, Amazon, nicht S3, S3 ist Speicher, kommt da hinten, Amazon Worker gestartet, der das Ganze umkonvertiert. Da haben wir keinerlei Zeitdruck oder sowas. Wir haben Zeit dafür, wann die Serie rauskommt, ob es jetzt eine Stunde früher oder später ist. Who cares? So. Deswegen läuft da ein Worker oder ein paar Worker, so viele sie sich halt leisten wollen, laufen da im Hintergrund und konvertieren das in jedes einzelne Format, das für uns da ist. Das macht YouTube übrigens nicht anders. Wenn ich ein Video hochlade, dann muss ich das in der höchsten Qualität machen, dann wird das runterkonvertiert, dann wird das in verschiedene andere Codecs auch konvertiert und dann erst kann ich das auch wirklich euch anbieten. Also ich kann es euch schon früher veröffentlichen, das kennen wir von früher vielleicht, aber dann habt ihr nur 360p zum Beispiel zur Auswahl und der Rest ist noch nicht fertig. Weil YouTube muss ja mit meinen Codecs auch irgendwie klarkommen. Es kann sein, dass ich in H265 hochlade oder in 264 oder in was auch immer und YouTube muss dann bei sich erstmal sagen, okay, ich brauche das für das Gerät, ich brauche das für das Gerät und das für das. So, und das passiert alles über Amazon Worker. Das heißt, das wird da erstmal hingegeben, dann wird es verteilt auf die ganzen anderen CDNs, also quasi auf die ganze Welt verteilt. Und dann könnt ihr das Ganze gucken. Das funktioniert alles vollautomatisch bei Netflix. Ihr müsst da, oder Netflix muss da nicht mehr wirklich irgendwas machen, sondern man lädt da einfach eins hoch, dann wird es konvertiert und dann passt das. Macht YouTube, wie gesagt, auch nicht anders. So, fand ich aber sehr, sehr interessant, weil wir eben über 2000 Geräte haben, die alle unterstützt werden müssen. Und naja, manche Geräte haben halt Schwierigkeiten mit neueren Codecs, weil sie einfach die Leistung für H265 nicht haben. Auch wenn es sehr, sehr viel kleiner und kompakter ist, das zu entpacken dann und bei euch anzuzeigen, braucht mehr Leistung zum Beispiel. Oder VC1 ist ja jetzt so ein Ding, was hauptsächlich Nvidia-Grafikkarten haben. Sorry, wenn ich übrigens ein bisschen aushole. Ich fand das super interessant bei der Recherche, deswegen dachte ich gehe ein bisschen tiefer rein. Okay, übrigens schreibt mir Feedback dazu. Das ist ein neues Format, beziehungsweise eigentlich alles neue Formate, aber ich brauche immer euer Feedback, um zu wissen, was gut ist und was nicht. Okay, dann das hier, Hystrix. Da habe ich schon gerade eben ein bisschen drüber erzählt. Das war Netflix Eigenentwicklung zu Redundanz für Ausfallsicherheit. Das heißt, die ganzen Microservices, vor allem die kritischen, also die hier drüben, die auf gar keinen Fall ausfallen dürfen, zum Beispiel, dass man auch sein Abo noch beenden kann, wenn alles andere bei Netflix down ist, damit die User einfach nicht sauer sind, all das muss natürlich redundant gemacht werden. Das heißt, wir haben nicht einmal genau den Microservice und jeder greift auf diesen Microservice zu, sondern wir haben verschiedenste davon. Und wir haben immer mal wieder auch verteilt über die ganze Welt mehrere Instanzen davon oder mehrere Cluster davon, die alle gleichzeitig quasi verfügbar sind, sodass wir das immer ansprechen können. Dann gibt es eben welche, die müssen noch mehr sicher verfügbar sein, das sind die kritischen, und dann gibt es halt die, die normal da sind, die im besten Fall auch da sind und da bleiben, aber falls die mal ausfallen, ist nicht ganz so schlimm, ne? Dann haben wir halt müssen wir ein bisschen länger warten, weil wir dann nicht auf Frankfurt zugreifen, sondern auf Finnland, aber es funktioniert noch immer. So, und da ist ein großer Punkt Hystrix gewesen, was eine Netflix-Eigenentwicklung war. Allerdings ist Hystrix nicht mehr, also sie benutzen es noch, aber es ist noch nur noch im Maintenance-Mode. Das heißt, sie behandeln keine Issues mehr, sie entwickeln nicht weiter, sie machen eigentlich gar nichts mehr. Weil, und das fand ich sehr, sehr interessant, Hystrix ist an sich sehr gut gewesen, haben sie gesagt. Es hat auch sehr, sehr viele Patterns, sehr, sehr viele Probleme gelöst, die insgesamt über die Jahre einfach aufgekommen sind. Aber dadurch, dass das nach und nach immer größer wurde, wurde es irgendwann schlechter zu warten. Das heißt, Hystrix an sich, dieses oder Hystrix oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist mir völlig egal. Diese Software war an sich sehr, sehr wertvoll, aber ist irgendwann komplizierter geworden. Es war sozusagen eine Altlast. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir benutzen das jetzt noch so lange, bis es wirklich gut ist, aber wir wollen eigentlich weiterhin Resilience4j benutzen. Resilience4j ist eine
im Endeffekt eine Abkapselung gewesen von Hystrix. Das heißt, man hat gesagt, ey, diese ganzen Features, die kann das. Wir können das aber besser bei uns bauen. Wir können das so bauen, wie man es modular aufbauen würde, dass wir eben zum Beispiel nicht alles haben müssen. Also wir müssen zum Beispiel nicht einen Circuit Breaker, einen Rate Limiter, einen Retryer und einen Bulkhead haben. Komme ich gleich dazu, was die alle machen. Sondern ihr als Programmierer könnt euch, wenn ihr unsere Bibliothek, also Resilience4j, wenn ihr die verwendet, könnt ihr euch entscheiden, was ihr davon haben wollt. Das Ganze ist übrigens Java, deswegen 4j, das steht da irgendwie immer dabei. Und ihr könnt euch durch die Dekoratoren im Code entscheiden, ob ihr dann wirklich alles haben wollt oder ob ihr nur den Bulkhead oder nur Retry oder nur Rate Limiter, was genau ihr davon haben wollt. Das ging bei Hystrix eben nicht und es ist modularer aufgebaut gewesen, leichter zu warten und so weiter und so fort. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir lassen Hystrix einfach sterben. Das hat sozusagen, ist dynamisch gewachsen und ist jetzt aber einfach ersetzt worden. Es gibt was Besseres auf dem Markt und das ist jetzt das, was bitte alle verwenden sollen. Ist noch gar nicht so lange her, dass das passiert ist wohl. Aber genau, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Fand ich sehr, sehr spannend, dass sie das gesagt haben. So, jetzt ganz kurz zu den beiden oder zu den 4 Begriffen. Ein Circuit Breaker ist im Endeffekt, wenn ihr mehrere Retries habt. Also nehmen wir an, ihr wollt einen Film angucken. Nehmen wir an, ihr wollt euch einloggen. So, der Login-Service ist aber, gibt einen Fehler zurück. Dann sagt der Circuit Breaker, okay, wir probieren es nochmal. Dann probiert das Ding nochmal und dann sagt der Circuit Breaker wirklich nochmal einen Fehler. Und wenn jetzt noch ein dritter Fehler kommt, kann man einstellen, dann sagt der Circuit Breaker, okay, offensichtlich geht Login nicht, ich zeige eine Fehlermeldung an. Während, wenn es dann beim zweiten Mal wieder ein Okay zurückgibt, dann sagt es einfach, okay, der Service war vielleicht ein bisschen überlastet und das macht nichts, das funktioniert jetzt wieder. Das heißt, dadurch habt ihr die Möglichkeit, einen vollkommen überlasteten Service einfach frühzeitig aus dem Rennen zu nehmen und zu sagen, okay, ich reduziere jetzt die Anzahl an Anfragen, ohne den Service weiter zu überlasten, damit der irgendwann einfach mal wieder klarkommt und dann schicke ich wieder langsam eine Frage hin und dann noch eine Frage. Nicht, dass ich irgendwie 1 Million Retries dahin schicke und der ganze Service fällt zusammen. Das ist ein Circuit Breaker. Rate Limiter sagt einfach, dass ich nicht 1 Million Anfragen gleichzeitig an zum Beispiel mein Login schicke, damit der halt einfach nicht ausfällt, weil zu viele Anfragen kommen, sondern ein Rate Limiter limitiert halt das Ganze. Also insgesamt können zum Beispiel 10 Anfragen pro Sekunde reinkommen. Mehr nicht, das war's. Also das ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, ist zu wenig, aber so ist die Idee dahinter. So. Retry ist im Endeffekt genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir probieren es einfach nochmal und nochmal und nochmal, wobei der Rate Limiter dann eben hier auch die Rates setzen kann. Also zum Beispiel, dass die Retries nur irgendwie 20 pro Sekunde ausgeführt werden und nicht irgendwie 10 Millionen pro Sekunde. Und ein Bulkhead, der isoliert Systemteile. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, nehmen wir an, ihr habt eine Datenbank auf eurem System drin und diese Datenbank hat einen Programmierfehler. Das kommt vor, das ist einfach Standard. Und dieser Programmierfehler führt aber dazu, dass die Datenbank neuen Speicher immer wieder neu alloziert. Das heißt, sie braucht immer mehr Speicher, gibt den aber nicht mehr frei. Also quasi ein Memory Leak. So, irgendwann würde ja diese Datenbank wirklich die kompletten Systemressourcen einnehmen. Sprich, alles andere, was auf diesem Server läuft, funktioniert nicht mehr. Und der Bulkhead geht jetzt her und sagt, ich isoliere die einzelnen Systemteile. Und wenn irgendwann mal die Datenbank zum Beispiel einfach zu groß wird, also zu viel Speicher frisst oder auch zu viele Threads nimmt, weil sie die Threads nicht mehr freigibt, dann wird dieser eine Systemteil einfach abgeschossen und alles andere läuft dann aber weiter. Also, dass eben nicht der ganze Service Netflix down geht, sondern halt zum Beispiel nur die Zahlungsdatenbank. Im besten Fall geht die nicht runter, weil die ist als kritisch definiert gewesen, aber wenn was runtergeht, dann halt nur eins davon und nicht alles auf einmal, sodass man im Endeffekt weiterhin die Webseite benutzen kann, weiterhin zum Beispiel loggen kann, dass die Fehler weiterhin gesammelt werden und so weiter. Gut. Also zu Resilience4j bzw. Hystrix fand ich sehr, sehr spannend. Weiter geht's mit dem Load Balancing. Das steht hier vorne schon, das steht direkt bei Open Connect. Und zwar Load Balancing. ELB steht für Elastic Load Balancer. Das ist ein Load Balancer, der halt von Amazon ist. Und es gibt 2 Stufen sozusagen, in denen man Load balanced bei Netflix. Und zwar zunächst einmal wird euch eine Zone zugewiesen. Das heißt, in meinem Fall würde mir die Zone Deutschland zugewiesen. In einem anderen Fall würde aber vielleicht jemand anders die Zone USA zugewiesen werden. Oder von mir aus westliche Seite USA und östliche Seite USA oder sowas. Und da bekommt man dann immer einen Bereich zugewiesen, der an Servern im Endeffekt oder an Clustern,
der für uns zuständig ist. So, es wird also erstmal ausgewählt, welche Zone kommt überhaupt für mich in Frage. Und wenn meine Zone krass überlastet ist, also sagen wir mal Deutschland, ey, wir streamen gerade alle todesmäßig viel, ja, dann geht es zum Beispiel her und sagt, okay, ist vielleicht in Finnland noch ein bisschen Platz. Vielleicht in, I don't know, Frankreich ein bisschen Platz noch. Ist ja nicht so weit, ne? Kannst du ja noch machen, musst aber eigentlich ein bisschen länger brauchen. Deutschland wäre präferiert, die anderen gehen aber auch noch. Aber USA kommt da ganz, ganz weit hinten, weil der Weg einfach sehr, sehr weit ist. Und das ist das Erste. Also wenn Deutschland überlastet ist, dann geht es halt auf die Nachbardinger rüber. Und das Zweite ist ein Round Robin. Das heißt, in Deutschland steht nicht ein Netflix-Server, sondern es stehen von mir aus 20. Ja? Und diese 20 Server, die gehen wir einfach einer nach dem anderen durch. Das heißt, ich stelle eine Anfrage und möchte, sagen wir mal, nennen wir einen guten Film. Alice in Borderland ist eine Serie, möchte ich jetzt streamen. So, dann gehe ich da hin und bekomme das von Server 1. Dann geht einer von euch hin und sagt, ey, ich will jetzt Matrix streamen. Ich weiß gar nicht, ob Netflix Matrix hat, ist völlig egal. Der geht dann hin und der Round Robin weist ihm dann einfach das nächste zu. Und dann kommt der dritte und der kriegt das nächste und so weiter und so fort. Und dann gehen wir einfach einmal durch die 20 durch und der 21. kriegt wieder meinen Server. So verteilt sich die Last einigermaßen gerade durch. Und das machen wir einfach pro Request. Genau, das ist Load Balancing, ist ein riesiges Thema, kann man 50 Videos mindestens zu machen, weil Load Balancing einfach super spannend ist. Aber ja, ist auch einfach für so riesige Sachen natürlich irgendwann wichtig. Cool, okay, dann haben wir zumindest mal eine grobe Idee, glaube ich, was einigermaßen passiert. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Redundanzen, weil eben Netflix sehr stark skalierte Serverinfrastrukturen hat. Aber wir haben dadurch auch sehr, sehr viele Microservices, die mehr als einmal laufen oder sehr, sehr viel laufen. Plus, wir haben immer so ein bisschen, okay, und das schützt uns noch dafür, wenn wir ausfallen würden. Und das schützt uns noch dafür, dass nur ein kleiner Teil ausfällt, wenn dann. Und das macht noch ein bisschen was, all das. Ja? Genau dafür ist das da. So, und diese ganzen Microservices, die machen jetzt im Endeffekt eine relativ simple, was wäre eigentlich, wenn ich da drauf zugreife, was muss ich eigentlich tun? Diese Logik hinten dran, das machen die ganzen Microservices. Also das, was wir am Anfang eigentlich geklärt haben. Die Microservices sind gar nicht so viel mehr Code und nicht so viel, was man noch zusätzlich wissen muss, sondern es ist eigentlich bloß die Betriebslogik. Klar, natürlich, wie gesagt, das eine war nur für die User und dann gibt es aber auch noch den Teil für die Businesslogik, also dass, wenn ich was hochlade, sehen wir ja hier auch, wenn ich was hochlade, dann wird dieser Microservice getriggert und der geht dann hier runter und dann geht es noch hier nach unten und dann geht es noch hier nach oben für Accountverwaltung und so weiter. Cassandra und MySQL sind Datenbanken, das ist eine NoSQL-Datenbank, das ist eine MySQL-Datenbank. Und das wird dann immer quasi in den Microservices entschieden, was haben wir eigentlich gerade für eine Anfrage, wie können wir die verarbeiten und wie können wir die weitergeben. Genau. Und hier haben wir vielleicht noch eine Sache, die ich einmal noch ganz kurz angeben möchte. Und zwar hier dieses Zool. Das haben wir noch nicht besprochen. Wir haben noch ein paar Sachen nicht besprochen, will ich aber auch noch kurz drauf eingehen. Und Zool hat einfach erstmal das geilste Logo, was ich seit langem gesehen habe. Ich fand das super. Aber genau, ist im Endeffekt auch für Dynamic Routing gedacht. Das heißt Dynamic Routing, Monitoring, Resilience, nochmal, Security and more. Das ist tatsächlich ein Zitat. Ich habe nie mit Zool gearbeitet, deswegen verzeiht mir, wenn ich hier nicht ganz so deep drin bin. Trotzdem sehen wir hier bei Zool, ich gehe nochmal eins zurück, bei Zool, das ist hier drin. Ja? Das heißt, der Netty-Server, der verarbeitet erstmal, wo soll das eigentlich alles landen. Also hier, ne, vom Load Balancing kommt hier quasi die Anfrage, mach mal bitte zum Beispiel Account, lass mal den Morpheus sein Profilbild ändern. Und dann wird erstmal hier geguckt, okay, was genau möchte ich denn tun? So, und genau das haben wir hier eben mit den Filtern, dass wir da quasi sagen können, okay, das ist jetzt eine legitime Anfrage, mach mal bitte an diesen Endpoint. Das macht dann eben der Endpoint-Filter, der sagt dann, okay, die Anfrage geht hierher und die Anfrage geht hierher und dann wird hier verarbeitet, ach so, ja, okay, der will sein Profilbild ändern, ist wahrscheinlich kein kritischer Microservice, sondern einfach nur ein Microservice, geht dann hier hoch zu Cassandra und da kann man dann sein Profilbild ändern, so ein bisschen. So könnt ihr euch das vorstellen. Genau. Und eben dieses Zool ist auch wieder eine Netflix-Eigenentwicklung übrigens, ist im Endeffekt dazu da, um zu gucken, an welches Portal muss ich jetzt weitergeleitet werden, welcher Microservice ist für mich oder welcher Endpoint ist überhaupt für mich richtig, all das. Genau. So, und dann gehen wir mal nach unten in dieses Event Processing, wie es hier in der Grafik so schön drin steht.
Das ist auch von den Microservices übrigens erreichbar. Und das ist der Bereich, der von quasi allen Microservices ein bisschen verwendet wird. Und zwar die Log-Sammlung. Wir gehen als allererstes zu Chukwa. Chukwa ist von Apache eine Möglichkeit, also Open Source tatsächlich, eine Log- und Event-Sammlungs-Software, wenn man so möchte. Und da wird erstmal alles an Events hingepusht, was wir irgendwo bekommen. Und von dort geht es dann tatsächlich weiter, einfach in einen S3-Bucket, das heißt in den Amazon-Speicher. Dort wird einfach alles gespeichert, was wir an Events haben. Wirklich einfach alles. Das heißt, wenn ich auf Play drücke, wenn ich auf Profilbild ändern drücke, wenn ich auf Pause drücke, wenn ich 10 Sekunden zurückgehe, all das ist ein Event. Und diese Events werden dann irgendwie verarbeitet, aber vor allem werden sie eben geloggt, und zwar hier rein. Und dieses Logging, also EMR ist im Endeffekt eine Managed Hadoop-Datenbank, wenn man so möchte, bei Amazon. Einfach im S3, in diesem Amazon-Server-Speicher, da liegt dann jedes einzelne Event drin. Und dann wird es verarbeitet. Und dieses Verarbeiten, das passiert eben über Kafka. Und Kafka, deswegen, da hatten wir auch schon mal ein separates Video drüber gemacht, weil das Ganze einfach so unfassbar gut skaliert. Denn Netflix hat 500 Milliarden Events pro Tag, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe. Das ist in Extremfällen gewesen. Das war quasi so ein Peak. Aber es muss natürlich mit diesen 500 Milliarden Events und eigentlich noch ein bisschen Puffer mehr, muss es klarkommen. Das heißt, die müssen verarbeitet werden und werden dann von Kafka im Endeffekt auf so ein Message-Ding draufgeschrieben, dort verarbeitet und dann eben mit Spark bzw. Elasticsearch auch weiter verarbeitet und mit allem im Endeffekt verarbeitet. So, jetzt ist noch die Frage, warum Elasticsearch und warum Spark? Die will ich euch auch noch kurz beantworten, aber dass ihr eben mal Kafka gesehen habt, wie es bei Netflix eingebunden ist, nämlich nach Chukwa, also diese Event-Sammlungsstelle, kann man sagen. Und Kafka dann eben zum Events verteilen an die richtigen Stellen, wo sie eben hin müssen. So, Elasticsearch benutzt Netflix, um das Ganze zu visualisieren, also um alle Events zu visualisieren, die sie bekommen, um aber auch Support leisten zu können, damit ihre Support-Mitarbeiter im Endeffekt drauf zugreifen können und sehen können, was passiert eigentlich, was ist gut, was ist schlecht und was ist vielleicht schiefgegangen. Und um Fehler zu finden. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, also zum Beispiel, wenn auch mal eine Datenbank oder ein Microservice ausfällt, dann landet das auch bei Elasticsearch. Und kann dort gefunden werden. Und deswegen hat Netflix einfach jetzt in den letzten Jahren extrem hoch skaliert. Die haben 150 Cluster, einfach nur Elasticsearch, was ich echt beeindruckend fand, was man auch erstmal hinkriegen muss. Und Spark auf der anderen Seite ist fürs Machine Learning zuständig. Das heißt, da haben wir dann im Endeffekt die Recommendations, die ganz, ganz wichtig sind für Netflix. Das heißt, ihr bekommt eine andere Serie vorgeschlagen wie ich. Und wir bekommen aber auch unterschiedliche Bilder. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Serie sehe, Alice in Borderland nehmen wir an, dann kriege ich eventuell ein anderes Thumbnail vorgeschlagen, als ihr das bekommt, weil ihr einen anderen Typ habt. Ihr kriegt zum Beispiel ein Liebes-Thumbnail und ich kriege irgendein Action-Thumbnail oder sowas, damit das für mich zugeschnitten ist und besser zu mir passt. Und was besser zu euch passt, das läuft über Spark. Spark habe ich schon eine ganze Tutorial-Reihe gemacht, da verweise ich euch an die. Habe ich? Ich glaube, ich habe. Genau, Spark ist im Endeffekt auch von Apache ein bisschen was Richtung Data Science, Machine Learning, Recommendations kann man darüber auch wunderbar machen. Und das macht alles Netflix damit. Das heißt, sie sammeln im Endeffekt Daten von ähnlichen, von Leuten, die ein ähnliches Konsumverhalten haben wie ihr und geben euch dann ähnliche Recommendations wie die Leute, die euch ähnlich sind, beziehungsweise wo diese Leute auch gefeiert haben, wo sie draufgeklickt haben, mit ähnlichen Thumbnails dann einfach am Ende. Und so funktioniert das Machine Learning bei Netflix. So, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich das Allermeiste, würde ich sagen, soweit geklärt. Nur noch eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und da wusste ich am Anfang selber nicht, was das ist. Und habe mich so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich Chaos Monkey, das Ding hier oben? Das hat keinen richtigen Zugriff auf irgendwas, steht da einfach so ein bisschen separat und Titus oder Titus auch.
Titus vielleicht ganz kurz, das ist auch wieder eine Netflix-Eigenentwicklung. Ihr könnt es euch so vorstellen wie Kubernetes, zumindest so wie ich das verstanden habe. Ich habe nie mit Titus gearbeitet, aber ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen wie Skalierung von Containern, also Kubernetes. Und Chaos Monkey fand ich super lustig, ist aber auch einfach komplett sinnvoll. Chaos Monkey ist einfach ein zufälliger Service, der einfach in Production, also wirklich im Live-System Netflix, regelmäßig einfach Services abschießt. Der sagt dann, okay, Zahlung jetzt down. Oder okay, du hast jetzt keinen Zugriff mehr auf den CDN. In Production, nicht im Testumfeld. Das ist wirklich live. Der schießt einfach random Services ab, die dann einfach nicht mehr verfügbar sind und neu gestartet werden müssen. Und all das, um sicherzustellen, dass die Entwickler auf Redundanzen und auf Ausfallsicherheit optimieren. Und das dachte ich mir, das nenne ich Commitment. Das fand ich super, super interessant. Deswegen wollte ich euch das einfach nur noch mal einmal mitgeben, weil dieser Chaos Monkey halt einfach alles abschießen kann. Der hat, so wie ich das verstanden habe, kann der einfach die komplette Infrastruktur zerstören, also halt eins nacheinander, nicht alle auf einmal, oder überlasten zum Beispiel, damit die Entwickler halt einfach gezwungen sind, da Redundanzen einzubauen. Ja. Und alles in allem, ich finde dieses Schaubild deutlich, deutlich aussagekräftiger als diese random Gehirnwolke, die wir am Anfang gesehen haben. Und wenn man so überlegt, die Microservices, das ist der Teil, der gecodet wurde, aber diese ganzen anderen Dinge, die können wir als ganz normale Menschen mittlerweile auch benutzen. Als Netflix halt angefangen hat, 2009, oder ja, so Anfang 2009, da gab es das halt alles noch nicht. Also, sie hatten, klar, Datenbanken, die konnte man einfach so benutzen, ohne Probleme. Man konnte selber Microservices schreiben, das müssen wir heutzutage immer noch machen, das ist immer noch genau das, was wir brauchen. Aber sowas wie Hystrix, ja, das ist eine Eigenentwicklung von Netflix gewesen. Mittlerweile auch bei ihnen nicht mehr da. Wir benutzen einfach mittlerweile, also wenn wir was entwickeln, können wir einfach irgendeine Bibliothek benutzen, die schon da ist. Wir müssen das nicht mehr 1:1 nachmachen. Chaos Monkey, und selbst wenn, also ich meine, das Zeug ist Open Source, das könnten wir auch benutzen. Chukwa, auch Open Source. Elasticsearch hat Netflix erst angefangen zu verwenden vor ein paar Jahren, als es rauskam. Genauso Spark. Können wir mittlerweile auch alles verwenden. Chaos Monkey, Open Source. Titus, Kubernetes ist auch Open Source. Zool, auch Open Source, auch eine Netflix-Eigenentwicklung. Genauso wie ein CDN können wir auch alles einfach so verwenden. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Beispiel, wo wir eigentlich in den letzten 25 Jahren hingekommen sind, was Netflix wirklich alles noch selber machen musste und was wir aber mittlerweile einfach uns snacken können, was wir einfach so verwenden können. Ja, und deswegen ist eigentlich auch schon ziemlich cool, dass so viel davon auch Open Source ist. Natürlich sind die Microservices und die Systemhintergründe, die sind nicht Open Source, aber die sind tatsächlich gar nicht der allergrößte Teil von all dem. Also nicht, wenn man alles zusammennimmt, sondern ich würde sagen, dass hier die Frontends mehr sind, aber auch die Software, die außenrum einfach verwendet wurde, hier Zool und Chaos Monkey und all das, was sie selber noch implementiert haben. Und ja, ich fand das einfach ein sehr, sehr spannendes Beispiel, wie eine Software über Jahre wachsen kann, aber wie man dann noch einzelne Sachen einfach ersetzen kann und sagen kann, es gibt jetzt was Besseres, das Ding ist einfach jetzt veraltet, wir nehmen das Neue. Und vielleicht sollten wir uns da öfters mal eine Scheibe davon abschneiden. Und dementsprechend vielen, vielen Dank. Das war ein wahrscheinlich längeres Video, zumindest so wie ich das im Auge habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da, wenn wir durch solche Dinge durchgehen. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und ja, wenn ihr mehr wollt, wie gesagt, Newsletter, mein Vortrag bei Get in IT, die Webseite, Instagram, da poste ich immer mal wieder noch andere Sachen und ich habe natürlich auch noch andere Kanäle. Guckt da gerne vorbei, wenn ihr mehr generell euch für IT interessiert und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.